Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold, schneller Anstieg in Richtung 1800 Dollar ist jetzt zu erwarten. Disclaimer. Gold, schneller Anstieg Richtung 1800 Dollar zu erwarten. Gold hat vermutlich mit 1680 Dollar ein finales Tief erreicht und prallt jetzt in Richtung der oberen Begrenzung der Kanalformation ab. Sobald Gold nachhaltig aus dem Kanal ausbricht, sollte es schnell Richtung 1800 Dollar steigen. Sie sehen, wir sind hier im fallenden Kanal seit einiger Zeit. Der muss eben nachhaltig gebrochen werden, damit es rausgeht. Es ist erstmal formal gebrochen, das muss sich natürlich nachhaltig etablieren. Sobald das erfolgt ist, sind Preise über 1800 Dollar wieder zu erwarten, was natürlich den Minen ganz gute Energie geben sollte. Es ist aktuell auch so, dass einige Goldaktien massiv ausbrechen, teilweise 50-60% Aufschlägen. Das passiert natürlich in der ganz frühen Phase, wo das dann mit solchen Sätzen nach oben geht. Hoffen wir, dass das sich fortsetzt und mindestens ein 6- bis 12-monatiger Trend aus wird. Ja, hier geht es um einen angehenden Silberproduzenten mit hohem Risiko in Mexiko. Was sind hier die Highlights, die Superlative? Zum einen große Silberressourcen, in dem Fall 80 Millionen Silberäquivalent in einem guten Silberabbaugebiet in Peru. Sie haben eine eigene Verarbeitungsmühle, was immer ganz besonders interessant ist. Und Eric Sprott ist mit 3,4% investiert. Unabhängig davon erwarten die eine Produktion von 1 Million Unzen Silber. Das heißt, da kommt genügend Cashflow rein, um weitere Explorationstätigkeiten zu realisieren. Das Ganze ist hier in diesen Gebieten hier nahe des Pazifischen Ozeans, wie gesagt in Peru. Ja, Silber- und Exploration- und Minenerschließungsunternehmen des Explorationsaktivitäten in äußerst aussichtsreichen Silberlagen, Lagern und Wiederaufnahme der Produktion der Mine Reliquas in Peru plant. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und besitzt eine 100%ige Beteiligung an seinen Grundstücken in Huna KW Lechia. Es wird der Erwerb der Bergbaukonzession für die Exploration, den Abbau, die Förderung und die Verarbeitung von Silber und anderen Metallen angestrebt. Die haben zum einen ein 28.000 Hektar großes Landpaket. Eric Sprott ist investiert. Er sieht generell hier hohes Potenzial für neue Goldentdeckungen, haben, wie gesagt, diese Verarbeitungsmühle, 2000 Tonnen per D Kapazität, und deswegen ist es eigentlich auch zu stemmen, da diese 1 Million Unzen pro Jahr zu produzieren. Vielleicht sind es sogar mehr. Es gibt eine historische Schätzung, dass ca. 80 Millionen Unzen Silberäquivalent vorhanden sind in den Gebieten. Es ist hochgradiges Silber, 384 Gramm pro Tonne. Weiterhin gibt es eben noch Zink, das mit 3,2% auftritt, Blei mit 2,7 und Kupfer mit 1,4. Das wiederum wird in den Potentialfaktor natürlich nicht berücksichtigt, sondern es wird berücksichtigt, ja, Land, Mittelgut, Grad des Goldes hochgradig 1, Anzahl der Unzen 80 Millionen. Aktueller Kurs ist 0,2. Das heißt, wenn bei Gold 2500, vielleicht Silber 50, 60, könnte diese Aktie dann um das 69-fache höher sein, also um die 10 im allerbesten Fall. Wie gesagt, das ist nur ein Vergleichsindikator, keine Zusicherung einer gewissen Wertentwicklung oder was auch immer, sondern nur, dass man diese Aktien hinsichtlich ihres Potenzials, ihres Grades und ihres Länderrisikos vergleichen zu können. Marktkapitalisierung ist derzeit 43 Millionen und es ist eine Produktion von ca. 1 Million Unzen Silber anvisiert. Ich denke auch, die Aktie hat jetzt mittlerweile ihr Boden gefunden. Interessant, wie gesagt, ist es nochmal, dass es sich hier um ein
angehenden Produzenten handelt. Es ist Explorationspotenzial vorhanden. Eric Sprott ist investiert. Es ist hochgradiges Silber. Es ist gut angebunden an die Verkehrsinfrastruktur und vor allen Dingen, sie haben eine Verarbeitungsmühle, die nicht entweder kostenintensiv erworben werden müsste, beziehungsweise angemietet werden müssten von Nachbarminen etc. Ja, wir versuchen solche Aktien ja zu identifizieren. Ich habe solche Supergold-Stock-Watchlist entdeckt, wo viele Aktien, die durchaus hohes Risiko oder Gamble-Risiko haben, aber alles Aktien mit Superlativen in der Hoffnung, dass sie eben auch superlativ bewertet worden ist. Denn genau das ist in den 1970er Jahren passiert, wenn Sie sich diese Werte anschauen. Hier NRD Mining von 5 Cent auf 19 Dollar, Silver Stacks Mines von 10 Cent auf 36 und Balmoral 2040. Wenn nur wir nur einen Teil eines derartigen Goldaktienbullenmarktes bekommen, sind wir schon mehr als gut dabei. Wie gesagt, wir hoffen im Grunde genommen erstmal, dass dieser Typus Aktien im Wesentlichen dann wieder bei 1 Dollar ist und dann, wenn die Mania richtig losgeht, 2, 3, 4, 5, in einigen Fällen sogar 10 Dollar. Dann hätten wir schon eine große Wertentwicklung gehabt. Also Fokus auf Gold- und Silberaktien mit Superlativen. Und weil das eben wahrscheinlich in Zukunft bewertet werden sollte. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen derartige Aktien zu identifizieren, indem wir sie nach hohen, mittleren und moderaten, also Gamble-Risiko unterscheiden, den Potenzialfaktor berechnen, also Marktkapitalisierung in Verbindung bringen mit der Grad des Goldes, Anzahl der Unzen. Weiterhin haben wir eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Gold- und Silberboom vorbei ist? Wann wird diese Welle vorbei sein? Schwer zu sagen. Wir hoffen, dass zumindest Jahresende irgendwie 2000, vielleicht 2300 anvisiert werden kann für Gold und dann Mitte nächsten Jahres vielleicht 2,5. Je nach, viele Statisten sagen auch, das kann dann noch bis 2007, 2800, einige sagen 3000 weiterlaufen. Wir werden es sehen. Für Goldaktien sollte jedenfalls Gold über 2000, 2300, 2500 vollkommen ausreichen, um sehr attraktive Gewinne zu erzielen, weil Goldaktien dieser Art auch eher vorlaufen, bevor dann Gold richtig Fahrt aufnimmt. Also das heißt, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass es die größten Wertzuwächse bei Goldaktien gab, wenn sie von diesem völlig zerstörten Niveau hochgegangen sind. Da gab es die größten Bewertungsaufschläge. Wenn die dann schon attraktiver bewertet worden war und der Goldpreis erhöht sich etwas, ist diese Dynamik schon weggefallen. Ich hatte ja gesagt, aktuell sind eben auch einige Aktien dabei, die gehen 50, 60, teilweise 100% hoch. Ja, das passiert in kurzer Zeit. Und diese Gewinne, das sind die höchsten Tagesgewinne, die gibt es natürlich am Anfang. Alles andere, wenn jetzt Gold auf 2500 steigt, steigen die zwar mit, aber logischerweise die Anstiegsmagnitude, die Anstiegsperformance nimmt natürlich ab. Das ist ein rein mathematisches Spiel. Aber noch sind die Goldaktien absolut billig und noch können wir uns daran beteiligen, sodass das wirklich attraktiv ist. Also insgesamt hoffen wir ja, wie gesagt, Gold geht auf 2500 und auch so ein Penny-Aktien, die 10, 20 Cent kosten, werden dann zumindest 1 Dollar, aber eigentlich hoffen wir auf höhere Werte, 3, 4, 510 in der Spitze. Und das kann man mit dem Anstieg des Goldes gar nicht vergleichen. Also Gold ist dann hier um 600, 700 Dollar gestiegen. Na und was ist das? 30, 35%, sozusagen nichts. Während vielleicht in der Spitze einige Goldaktien um das 20, 30, 50, sogar 100-fache steigen können. Und wie gesagt, der Name des Reports heißt 1000-Becker-Report. Denn natürlich auch gibt es den nur deshalb, weil es ab und zu eben sogar auch in diesem Rohstoffwerkzeug natürlich vertausendfachen gegeben hat. Nicht so häufig wie beispielsweise eine Uranmine, in die damals Recul investiert hat, oder eben auch der Betrugsfall Bre-X, oder jetzt kürzlich eben auch Great Bear Resources, die stieg von 2016 von 5 Cent auf 30 Dollar, die dann von King Ross übernommen worden ist.
600 Bäcker, das ist ja fast ein 1000 Bäcker. Also dieses gibt es. Und jetzt von dieser Tiefe, wenn wir jetzt einen wirklich signifikanten Goldanstieg sind, gibt es natürlich mehrere Aktien, die vielleicht noch dieses Potenzial haben. Und ja, und versuchen sowas in sowas investieren. Da braucht man natürlich eine gewisse Strategie, indem man in mehrere investiert, gut performende nachkauft, auf die Ressourcen guckt, den Potenzialfaktor, das genau beobachtet, auch damit rechnen muss, dass die eine oder andere Mine oder Explorationsgesellschaft auch nichts wird sozusagen. Ne? Aber wenn es in der Spitze dann 50, 100 Bäcker gibt, dann sind diese Verluste vielleicht von 5 bis 10% der Minen, die es nicht schaffen, sind dann mehr als ausgeglichen. Deswegen ist eigentlich Goldaktienbullenmarkt für die Laien ist eigentlich nur, ohne, wenn man keine ganz, ganz speziellen Insiderkenntnisse hat, also quasi ein Geologe vor Ort ist, hat man eigentlich dann nur eine Chance, in diesen Bullenmarktphasen zu investieren. Natürlich diese völlig ausgebauten Märkte zu kaufen, und jetzt hoffen eben, dass tatsächlich diese Goldrallye in den nächsten 6 bis 12 Monaten bevorsteht, und dann verkauft man das. Das ist auch für Nicht-Geologen sozusagen zu machen. Ja, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, also das sind Unternehmen, die sind jederzeit an Gold und Silber gekommen, während man woanders Schlange stehen musste, bevor sie überhaupt Gold kaufen, einfach die Vergleichsportale wie Gold.de checken. Ja, weitere Informationen, Kontakt, ja, mit welchem Broker kann ich arbeiten, wo kann ich Gold in Liechtenstein oder Schweiz einlagern, weitere Informationen zu Goldaktien, interessante Videos. Oder wenn Sie Fragen zum Report haben oder Zustellungsprobleme, schicken Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Ich würde Sie dann im Zweifelsfall auch zurückrufen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.